Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mich wieder begleiten möchtet. Und ich möchte heute meinen 19. See bezwingen. Und zwar einer der bescheidensten Runden, nämlich den Wadersee. Er ist in der Rankingliste der Iron Lake Challenge die Nummer 12. Und die Runde soll so um die 28 bis 29 Kilometer sein. Wer mich schon etwas länger verfolgt, hat auch mitbekommen, dass ich hier schon mal war, aber durch einen Planungsfehler ungefähr nur ein Drittel der Strecke gelaufen bin. Aber heute möchte ich es wieder angehen. Wie gesagt, diese bescheidene Seerunde bestreiten. Ich habe schon von vielen gehört, es gibt ganz viel Asphalt, wie hier gerade. Also es wird eine Zerstörungstour. Wie ich mich schlage, werdet ihr natürlich sehen. Ich hoffe, ich werde nicht allzu doll schimpfen. Und wenn, dann werdet ihr natürlich mit dabei sein. Ich bin Hermann und es geht los. Auf diesem Teilstück hinter mir war ich schon. Das war meine erste Erfahrung mit dem Wadersee. Das Video werde ich euch natürlich oben verlinken. Und es ist auch der Bereich, wo ich am meisten wohl den Seewern sehe. Aber nichtsdestotrotz, der Beton und Asphalt bleibt mir erhalten. Müssen muss ich das hier nicht. Ich will es einfach, auch wenn das anstrengende Kilometer sind, auf Beton. Jetzt mittlerweile ungefähr 4 bis 5 Kilometer schon. Da ist er, einer der dichtesten Stellen am Wadersee. Ich bin jetzt kurz hinter Gölz und hier kommen dann auch gleich mal die technischen Daten zu dem Wadersee. Die Fläche ist 3,5 Quadratkilometer groß, maximale Tiefe hat er 10,8 Meter und die mittlere Tiefe ist 3,7 Meter. An dieser idyllischen Stelle kommt man sehr dicht an den Wadersee, ist auch mit der Badestelle einer der wenigen Stellen. Und dieser Teil ist auch noch Naturschutzgebiet. Ein ganz großer Teil des Wadersees ist Naturschutzgebiet und darum ist hier Drohnefliegen nicht erlaubt. Allerdings gibt es in dem ersten Video, wo ich dieses Teilstück bewandert habe, auch Drohnenaufnahmen. Das sind die wenigen Stellen, wo es mal möglich war. Also hier ist das Naturschutzgebiet und in diese Richtung bei der Badestelle konnte ich auch fliegen. Ich habe jetzt ungefähr 9 Kilometer Asphalt und Beton hinter mir. Was hilft mir heute dabei, diese
bescheidene Strecke zu ertragen. Ich habe diesmal Kopfhörer drin und höre Hörbuch. Robert Mark Lehmann, Mission Erde. Ein sehr spannendes Hörbuch über die Vielfalt der Erde und an den, wie soll ich es jetzt ausdrücken, beschissenen Verhalten der Menschheit, wie man damit umgeht. Also, wer sich dafür interessiert, hört rein. Das macht diesen Weg zumindest für mich kurzweilig. Coole Sache. Hier habe ich mal wieder einen Versorgungspunkt gefunden. Also ich weiß mal gar nicht, ob man das hier in der Spiegelung sieht. Und zwar hier kann man sich noch mal mit ein paar Würstchen und Grillfleisch eindecken. Weil hier in Waderbrück gibt es nämlich ein Feriendorf. Also wer von weiter anreist und diesen See umrunden möchte, unbedingt, kann sich auch hier etwas zu essen holen. Das ist schon mal super. Da ist sie, die Trave. Ein 124 Kilometer langer Fluss hier in Schleswig-Holstein, der in Travemünde in der Ostsee mündet. Dieser Fluss durchquert den Wadersee. Wir werden daher auch noch über eine Brücke oder in der Nähe eine Brücke kommen, wo man die Verbindung noch mal hat durch den Wadersee, wo dann halt dann nur die Trave. Das war damals der Punkt, wo ich bemerkt hatte, ich habe eine sehr kurze Strecke heute angesetzt. Wobei heute wären es denn wirklich 28 bzw. 29 Kilometer werden. Und wie es bis jetzt aussieht, mit immerhin ganz viel Beton. Da habe ich Wader erreicht. Das war bei der ersten kurzen Runde mein Ausgangspunkt. Hier an der Kirche hatte ich geparkt gehabt. Und ich gebe mal wieder den Hinweis, wenn ihr um den Wadersee wandern möchtet, achtet auf den Kreis. Weil der Wadersee hier liegt im Kreis Segeberg und nicht im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Da gibt es zwar auch einen Wader, aber da kann man halt nur einen Tierpark oder man kann da einen Tierpark anschauen, der sich mit gefährdeten Arten beschäftigt. Endlich mal ein Untergrundwechsel hier. Aber ich weiß schon, dieser Weg wird sehr kurz sein. Zumindest kommt gleich wieder die Straße, wo ich damals nach links abgebogen bin, fälschlicherweise. Aber diesmal gehe ich geradeaus, weil ich möchte ja die Umrundung schaffen. Manchmal muss man seine Aussage etwas revidieren. Hier auf dem Teilstück ab Wader, wo es denn durch den Wald ging, kommt man doch dichter nochmal an den Wadersee ran. Aber laut der Karte wird das nicht mehr so lange sein.
Bin gerade gegangen über das Gut Ohlsdorf mit dem Schloss Ohlsdorf. Das Schloss wurde Anfang des 16. Jahrhunderts begründet und beherbergt heutzutage ein Internat. Wo ich gerade hier durch die Schranke gelaufen bin, habe ich gesehen ein Schild. Privat. Betreten des Grundstückes verboten. Ich wurde zumindest nicht angesprochen und von der anderen Seite, wo ich kam, war auch kein Verbotsschild zu erkennen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr schon mal hier gewesen seid, ob ihr da Probleme bekommen habt, wo ihr über das Gut gelaufen seid. Hier haben wir einen sehr beschissenen Teil. Seit dem Gut laufe ich hier direkt auf der Straße. Es gibt keinen Radweg und es gibt wieder Asphalt. Ich bin jetzt hier in Margaretenhof und habe ungefähr 15 Kilometer hinter mir gebracht. Also über die Hälfte schon mal, wenn nicht mehr Kilometer dazukommen. Und es wird dann wieder Zeit für eine zweite Pause. Ich komme gut voran, es ist angenehm warm. Ich muss aber gleich nochmal Sonnencreme auflegen, weil die Sonne knallt doch ganz schön. Aber erstmal eine Pause. Der Weg ist zwar beschissen, aber dann schaut man in den Himmel und entdeckt einen Seeadler. Ich kann jetzt ein bisschen entspannen, weil ich weg von der Straße bin. Weil es ist mal wieder, wie auf jeden Straßen, wo es keinen Radweg gibt, man muss auf die Autofahrer achten, weil teilweise die Autofahrer und Lkw-Fahrer übrigens nicht auf die entgegenkommenden Fußgänger achten. Have I really been so crazy to think your love was mine? Serenading to sinking moons. Oh, I've been so blind as our love was slowly turning blue. My blood grew red. No, I can't believe that thing is true. Believe that thing you said. No, I don't care where I'm going to. This town's too small. Baby, you were my burning tower. Now I'm too high to fall. 7 seasons have come and gone. Dort kann man den Wadersee nochmal erahnen. Ich habe jetzt 22 Kilometer hinter mir und werde hier nochmal auf der Wiese eine Pause machen. Am Gut gab es zwar eine Bushaltestelle, aber da bin ich schon weitergelaufen, weil ich dachte, es gibt hier noch eine Bank. I'm yours still, but this love is my song unsung. That's how you make me feel. So beware of this glowing dream. Baby, don't look back.
this love is your song unsung, but it's still true. No, I don't care where I'm going to. In 1500 Metern bin ich wieder bei meinem Auto und somit habe ich meinen 19. See und die Nummer 12 der Iron Lake Challenge, den Wadersee, bezwungen. Was soll ich sagen zu der Wanderung? Sie war sehr, sehr bescheiden. Und das war noch gelinde ausgedrückt. Ich bin zwar nicht ganz so kaputt wie um den Selenter See, weil da kam noch dazu, dass der Weg nicht nur sehr bescheiden war, da waren auch noch Höhenanstiege und sowas mit bei. Hier war das ganz große Problem, ab dem Gut bis hierher, weil ich bin jetzt wieder auf einen Radweg, ging es nur auf Straße entlang. Bis auf einen kurzen Abschnitt, wo es nur für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge freigegeben war, nur an der Straße. Und die an der Straße wandern, ich weiß, einige von euch haben es ja gemacht, wissen, wie manche Autofahrer reagieren. Erschrocken und wissen nicht, was sie tun sollen. Das Wasser ist alle. Es ist sehr warm. Zum Glück hatte ich mich mit Sonnencreme eingeschmiert. Aber ich bin stolz und froh, dass ich diesen See geschafft habe. Das war jetzt der vorletzte von dieser Größe an Seen. Danach kommt nur noch mit 37 Kilometern ungefähr der große Plöner See. Zudem war diese Wanderung für mich auch noch ein erster Test oder ein Test für einen Wettkampf, den ich Anfang September machen möchte. Dort ist nämlich am 6. September der Kielmarsch und dort werde ich antreten bei der 33-Kilometer-Runde. Mal sehen, wie ich mich da schlage. Ich werde auf jeden Fall dort die Kamera auch mit bei haben. Aber ob ich da was in die Kamera sappel, kann ich euch noch nicht sagen. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr mich auf der sehr bescheidenen Runde begleitet habt. Und ich würde mich natürlich wieder freuen über Likes und Kommentare. Und natürlich, wer wieder mal neu auf meinem Kanal gelandet ist, auch über ein kostenloses Abo. Dann heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! This town's too